In einer kleinen Stadt, nicht allzu weit von der geschäftigen Hektik der Großstadt entfernt, lebte eine ältere Frau namens Clara. Ihr Herz war schwer vor Kummer, denn vor nicht allzu langer Zeit hatte sie ihren geliebten Ehemann verloren. Sie fühlte sich verloren und allein in ihrem großen, leeren Haus, das einst von Liebe und Lachen erfüllt war. Der Verlust ihres Partners hinterließ eine Leere, die selbst die sonnigsten Tage in Dunkelheit hüllte. Eines Tages beschloss Clara, etwas gegen ihre Einsamkeit zu unternehmen. Sie wusste, dass sie Gesellschaft brauchte und beschloss, sich auf den Weg zu einem örtlichen Tierheim zu machen. Clara hatte immer eine Schwäche für Tiere gehabt und wusste, dass ein tierischer Freund ihr Herz erwärmen könnte. Im Tierheim angekommen, streifte Clara durch die Gänge und sah in die traurigen Augen der Tiere, die auf eine zweite Chance warteten. Ihr Blick fiel auf einen Kater namens Mojo, der sich still in seinem Käfig zusammengerollt hatte. Mit seinen 11 Jahren schien er genauso einsam und verloren wie sie selbst. Clara wusste sofort, dass sie Mojo mit nach Hause nehmen wollte. Sie konnte sich vorstellen, wie sehr ihr Mann diesen kleinen Kerl geliebt hätte. Sie adoptierte Mojo und brachte ihn in ihr ruhiges Zuhause, wo er aufblühte. Die beiden wurden rasch unzertrennlich und Clara konnte sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Doch in dieser ersten Nacht in ihrem neuen Zuhause, als sie neben Mojo lag, kam Clara ein trauriger Gedanke. Was war mit Mojos bestem Freund passiert, der ihn ins Tierheim begleitet hatte? Am nächsten Morgen war Clara bereits früh auf den Beinen. Sie kehrte zum Tierheim zurück und fragte nach seinem Verbleib. Die Mitarbeiter des Tierheims berichteten, dass Mojos Freund, Max, in einem anderen Teil des Gebäudes untergebracht worden war. Aus unklaren Gründen waren die beiden getrennt worden und Max wartete noch auf jemanden, der ihm eine zweite Chance geben würde. Clara konnte die Trennung der beiden besten Freunde nicht ertragen. Sie wusste, dass sie Max nicht im Tierheim zurücklassen konnte, also brachte sie ihn mit nach Hause. Als die beiden Katzen einander wieder gegenüberstanden, erkannten sie sich sofort. Von diesem Tag an waren Mojo und Max unzertrennlich. Die drei waren nicht länger einsam, sondern fanden in der Gesellschaft des anderen ein Zuhause, das von Liebe und Glück erfüllt war.